Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Themen, die wir für euch vorbereitet haben, die wir frisch gepresst haben. Hilton-Jahr 2024 und wie das war. Eigentlich schon quasi ein Vorausblick aufs Jahr 2025, auf die morgige Sendung. Ja, weil da werde ich mit euch besprechen, wie meine Statusstrategien aussehen für das kommende Jahr und werden dieses Thema besprechen. Und dann ganz langweilig nochmal über Kreditkarten und solche Sachen. Aber da heute schon mal ein kleiner Einblick, wie zumindest 2024 war. Wir gehen dann weiter mit Doha Flughafen, Wachstum, Qatar Airways wächst gewaltig und damit dann natürlich auch der Flughafen in Doha. Lufthansa stellt mehr Personal ein. Wir gucken mal, was für Personal eingestellt wird, wo es eingestellt wird und was das über die Lufthansa-Strategie sagt. Wir werden auch nochmal auf die Swiss-Maschine schauen, die 220, die in Graz notgelandet ist. Auch haben wir Lufthansa Surprise für 99 €. Welche Ziele gibt es überhaupt? All das besprechen wir heute in der Sendung. Ihr könnt natürlich wie immer den Kanal an dieser Stelle abonnieren, die Glocke anmachen, einen Like dalassen, aber auch ganz, ganz wichtig, kommentiert, Kanalmitgliedschaft und bei Fragen könnt ihr euch hier melden und dann kommen auch solche Themen wie das Hilton-Thema oder diese Preisthematik aufs Tablett. Danke euch für den Input. Das erste Thema, was wir haben, ist Doha Flughafen. Der Doha Flughafen ist am Wachstum begriffen und das macht ja auch durchaus Sinn, denn die verzeichnen natürlich, weil die Qatar Airways wächst wie Hulle, einen satten 15% Aufschlag von Passagieren. Kann man Aufschlag sagen? Ja, ich nenne es einfach mal Wachstum lieber. Und da ist es halt so, dass natürlich auch der Frachtzuschlag richtig gut geworden ist. Und die Wachstumsraten gehen natürlich zu Lasten wem? Der europäischen Fluggesellschaften. Und das wird auch nicht besser, denn die dürfen ja quasi jetzt irgendwo überall fliegen, wo sie wollen. Und der Hamad International Airport in Doha hat am 31. Dezember bei 52,7 Millionen Passagieren die Rotation aufgehört. Ich weiß gar nicht, ob die so einen alten Flughafenzähler haben, so flapp, die finde ich geil. Muss man mal so Westerboard holen, muss man ein bisschen Geld sammeln. Naja, auf jeden Fall der Hamad International Airport in Doha ist halt ein Flughafen, der relativ cool ist, ein Flughafen der Superlative mit dem gelben Plüschtier und der Lampe. Ich finde es persönlich relativ geil, auch als Qatar Platinum da zu fliegen. Die Zahl der Flugbewegungen ist um 10% gestiegen auf 279.000, heißt also die Flugzeuge sind besser ausgelastet worden. Das Frachtvolumen ist um 12% auf 2,6 Millionen Tonnen gewachsen. Und wenn man 2019 sich anguckt, wurden nur 38,8 Millionen abgefertigt. Das globale Netzwerk in 2024 von Qatar Airways ist auf 197 Ziele erweitert worden. 55 Fluggesellschaften operieren, habe ich Qatar Airways gesagt? Flughafen natürlich, der Flughafen. Also, der Flughafen hat seine Ziele erweitert. Gut, dass ich das nochmal gerettet habe. Ne? Und 197 Ziele, 55 Fluggesellschaften operieren halt von dem Hamad International Airport aus, wie er auch heißt. Und darunter sind es auch neue Fluggesellschaften, die dort hingeflogen sind. Das ist Akasa Air, Garuda, Japan Airlines Shenzhen und natürlich China Southern, die den Flughafen anfliegen. Gerade Asien verzeichnet da natürlich ein Riesenwachstum. Das Verkehrsaufkommen nach China stieg um 87%, während aufstrebende Märkte in Asien wie Indonesien, Malaysia, Vietnam ebenfalls ein stärkeres Wachstum verzeichneten. So wird der Flughafen zitiert. Dann geht es weiter, dass man natürlich sagen muss, Lufthansa hat ihre Linie natürlich nach Peking ausgesetzt und damit werden andere Fluggesellschaften bevorteilt. Die fliegen dann über den Golf logischerweise. Und das ist ja nicht nur die Fluggesellschaften aus Deutschland, der Lufthansa Group, quasi Österreich-Schweiz, sondern natürlich auch British Airways und solche Sachen. Und natürlich aus den europäischen Märkten, da gibt es auch Wachstum im zweistelligen Bereich aus Deutschland, aus Großbritannien, Spanien, Frankreich. Da gibt es also richtig Gas. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, dass diese Kritik, die man
jetzt hat, dass man 2024 neue Ziele im Streckennetz halt aufgenommen hat. Das ist normal. Aber was halt das Problem ist, dass dieser Deal, der da gemacht worden ist zwischen der EU und der Katar, dieser CATA-Deal, also CATA, und damit ist natürlich für die eine weitere Expansion möglich. Lufthansa Air France sagen ganz einfach, dass Katar sammelt quer durch Europa Passagiere ein, um das XXL Hamad Records mit Umsteigepassagieren auslasten zu können. Und da gab es dann auch von den Lufthansa und anderen Brandbriefe, die dann an die EU gingen. Also ich bin mal gespannt, was da noch passiert, aber da ist wohl das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ihr könnt ja unten schreiben, was ihr davon denkt, was ihr davon haltet, ob ihr in Doha schon am Flughafen wart und natürlich, ob ihr Teil des Wachstums wart, ob ihr Passagiere in Doha wart. Wer hoffentlich kein Passagier war auf dem Flug nach Graz, wenn ihr hier jetzt zuschaut, da gab es ja vor knapp 3 Wochen die Notlandris A220-300, 7 Jahre alte Maschine, hatte leider auch ein Todesopfer unter den Mitarbeitern gefordert. Ich hatte ja auch über die PBE gesprochen und da ist es wirklich so, dass da jetzt auch ausgetauscht wird. Die Maschine ist jetzt aus Graz rausgegangen am 9. Januar und nach Zürich geflogen. Das Flugzeug wurde von österreichischen Experten untersucht. Die haben sich das ganz genau angeguckt, was mit der Bude los ist. Und dann wurde ein Ersatztriebwerk eingebaut, weil das Triebwerk, was drunter hing, was kaputt gegangen ist, wo die Getriebewelle gebrochen ist, geht nach Amerika. Und nach Tests und Flugvorbereitung flog man dann quasi um 15:30 Uhr von Graz aus nach Zürich. Das dauert 1 Stunde, der Flug. Und da ist es dann so, dass man auf der 28 gelandet ist und man flog dann vor der Landung in einer Höhe von nur 90 Metern über Grund. Dann hat man ein Durchstandmanöver gemacht und drückte nach Süden abstiegen auf eine Höhe von 6.300, um sich für einen zweiten Anflug zu positionieren. Und 20 Minuten später ist man dann nach dem Durchstarten auf der 28 dann wirklich gelandet. In Zürich wird die Maschine nochmal von Technikern wieder auf den Einsatz in den Linienflugbetrieb vorbereitet. Das macht man so, das ist so üblich. Und man muss auch gucken, wie die toxischen Rauchgase, die kontaminierten Kabinenüberzüge und Teppiche in der Kabine ausgetauscht werden. Also das heißt, da muss man halt gucken, dass das Smoke-Event quasi rausgekehrt wird. Trauriges Ergebnis, ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Warum? Wieso? Weshalb? Wir gehen weiter mit der Lufthansa Group und die Lufthansa Group, die haben mitgeteilt, dass sie um 10.000 Mitarbeiter konzernweit in 2025 größer werden wollen. Und das sollen konzernweit 2.000 Flugbegleiter sein, 1.400 Bodendienstmitarbeiter für Ground Operations und 1.300 Technikexperten. Die administrativen Bereiche werden konzernweit insgesamt etwa 1.200 gesucht, außerdem rund 800 Luftfahrzeugführer, also Piloten auf Deutsch. Ne? Pilotin, jeder, der kann, der möchte und will, kann sich bewerben und wird vielleicht genommen. Über 2.000 Mitarbeiter sollen allein bei der Technik anfangen. Also das heißt, da sieht man ein Riesenwachstum. Austrian Airlines und Eurowings suchen jeweils etwa 700 Leute. Lufthansa Airlines wird weiter auf Effizienzprogramm Turnaround konzentrieren und geht davon aus, dass man bei der Lufthansa in 2024 weniger Beschäftigte einstellen will, also in 2025 weniger als in 2024. Und interessant ist auch, aktuell ist geplant, in den nächsten 12 Monaten etwa 1.200 Bewerber zu finden, aber alles für den operativen Bereich. Eher in den vergangenen 3 Jahren hat die Lufthansa-Gruppe insgesamt 30.000 Leute an Bord geholt, um es mal so zu formulieren. Und 100.000 Leute sind bei Lufthansa beschäftigt in 90 Ländern, also Lufthansa Group. Zahlreiche Stellenangebote kann man natürlich finden und das ist lufthansagroup.careers. Da kann man das Ganze finden, wer sich für eine Karriere in der Aviation bewirbt. Aber interessant ist auch, dass also so ein Wachstum eher nicht in der Flotte selber zu suchen ist, also heißt personalmäßig in der Kabine bei Lufthansa Classic, sondern halt im Außen Themen oder aber auch in der Verwaltung. Heißt hier, man hat ja auch genug, man sagt ja, man hat auch zu viele. Jo, da könnt ihr auch was zu schreiben, was ihr dazu denkt. Lufthansa hat Surprise.
Buchungen. Das sind ja immer wieder Buchungen, die spannend sind. Surprise-Buchungen für 99 Euro sind Economy Class Return-Flüge, die im Economy Light-Tarif gebucht werden. Und diese Buchung erfolgt aber blind. Man weiß nicht, welches Ziel das ist. Und da ist es so, wenn man ab 99 Euro buchen kann, ist das natürlich auch so, dass man dann auch vielleicht wissen will, wo man hin will. Aber man kann die Ziele natürlich so ein bisschen eingrenzen. Es gibt 9 verschiedene Reisekategorien und damit kann man halt einige Ziele ausgrenzen oder halt eingrenzen. Ab 99 Euro, da gibt es halt zum Beispiel die Kategorie einfach sehenswert. Ancona, aber auch Tallinn ist dabei. Palma de Mallorca, Danzig, Dublin, Krakau, Prenzlau, Billund, Bergen. Habe ich Barcelona gesagt? Luxemburg. Naja, egal, ihr wisst es. Und ab Frankfurt, Alicante, Billund, Vilnius, Luxemburg, Palma, Krakau, Faro, Dublin, Breslau. Und das ist halt so, insgesamt gibt es halt 15 verschiedene Destinationen. Zubringerflüge sind nicht buchbar. Heißt also, ihr müsst schon auf Frankfurt oder München fliegen. Aber ist so, dass man die Lufthansa dann auch nicht nimmt, sondern die Bahn. Das macht das Ganze noch spannend. Und man kann übrigens Destinationen ausschließen, aber dann geht der Preis höher. Und man bekommt halt einen guten Preis, wenn man flexibel ist. Dann ist es so, dass man natürlich gucken muss, dass die Reisedokumente alle gültig sind fürs Ziel. Und naja gut, Europa, was willst du da machen? Hast ja einen deutschen Pass, hoffentlich, oder Österreich oder Schweiz, damit hast du halt keine Probleme. Am Ende wird das Ziel ja auch erst angezeigt und man kann 1 bis 42 Tage vor Abflug buchen. Mindestaufenthalt ist natürlich 18 Stunden für eine Übernachtung und 36 Stunden für 2 Übernachtungen. Die Flüge sind alles Non-Stop-Flüge, ist ja klar. Und wichtig ist, dass der Preis wird also wirklich nach abgewählten Städten und Zeitparametern berechnet. Also das heißt, wenn man flexibel ist, kann man da einen Schnapper machen, aber vielleicht landet man dann auch irgendwo, wo man nicht will. Dann gibt es natürlich auch noch Rubrik Party und Nightlife. Da gibt es Preise zwischen 40 Euro mehr, die sie im Vergleich zum Vorjahr gekostet haben. Überraschend anders ist 109, dann Kunst und Kultur auch 109, genau wie draußen erleben 109, einfach sehenswert ist 99, hatten wir ja besprochen. Dann Sonnenziele 109, 119, ganz romantisch, shoppen ohne Ende 119, 129 Abenteuerstadt und natürlich Party Light Life, habe ich ja schon gesagt, 149 startend. Ja, wichtig ist es natürlich, dass ihr dort dann auch flexibel seid und natürlich auch guckt, ob ihr auf diese Flüge kommt. Jetzt fragt ihr, warum macht die Lufthansa das? Natürlich, weil sie die Kapazitäten, die frei sind, auffüllen möchte mit dem Preis. Aber man muss halt wirklich gucken, ob da auch die Städte bei sind, weil sonst endet man wirklich irgendwo, wo man nicht möchte. Aber man kann so halt 40 Statuspunkte sichern. Ne? Das ist ja schon mal eine gute Geschichte. Günstig, schnell, easy peasy, aber keine Hornpunkte. Ne? Ist ja Economy Light, ganz wichtig. Gut, damit haben wir alles hier zu dem Thema gesagt. Und wir haben jetzt unser Thema Hilton-Jahr im Überblick. Und ich wollte euch mein Hilton-Jahr im Überblick zeigen. Und da seht ihr das auch schon. Und da seht ihr hier oben rechts, ich bin Hilton Honors Mitglied seit 2004. Und Conrad New York Downtown war ich nicht. What a year you have had with Hilton last year. Das war natürlich, eigentlich war es das Jahr, wo ich die meisten Hilton-Besuche hatte. Kann ich noch mein Fenster dazu machen? Ich weiß es gar nicht. Ich sehe es gerade nicht, aber ist ja egal. Können wir gucken. Da sieht man halt, aber auch kein Hotel, was ich benutzt habe, war das Motto Philadelphia. Ich war gar nicht in Philadelphia dieses Jahr. Und ich habe 103 Nächte auf Amazing Sleep. Das waren die bezahlten Nächte, nicht die auf Punkte, weil da war ich auf über 140 oder sowas. Ich habe 772.911 Punkte am Ende des Jahres gehabt. Habe aber natürlich auch viele, wie ihr dann seht, dort konsumiert, gedroppt, geused. Egal wie, auf jeden Fall mehr Punkte gehabt. Ich habe 15 Upgrades bekommen, das stimmt auch nicht irgendwie. Ich habe überall Upgrades bekommen. Deshalb bin ich mal da auch ein bisschen irritiert, was da halt so gesagt wird. Dann auf jeden Fall 108
1404 Bonuspunkte und natürlich die Hilton-Karte. Und dann kommt wichtig die Frage, this year was one for the books, where to next? So we see where Hilton Honors can take in 2025. Und hier sieht man halt nochmal Scottsdale Old Town, das wäre ein Hotel, was ich vielleicht nutzen würde. Das Conrad Osaka würde ich auch nutzen. Rengali Island auf Malediven eventuell nicht. Xiamen im Moment nicht auf dem Ziel. Al-Sif Heritage Hotel Dubai auch nicht auf dem Ziel. Konrad Tulum ist auch ein Ziel, was ich relativ geil finde. Ja, hier könnt ihr jetzt natürlich nicht das Ganze sharen mit mir, sondern shared das Ganze, mit Hilton, sondern mit mir. Und dazu haben wir die zweite Frage des Tages. Wie war euer Hilton-Jahr 2024? Also da könnt ihr was schreiben, könnt ihr was zu sagen. Und morgen in der Sendung haben wir wesentlich mehr, wo man dann zu dem Thema was sagen kann, weil morgen spreche ich über meine Statusstrategie. Gucken wir mal, Mario morgen kommt, ich spreche mal nachher mit ihm, ob er da dann auch Zeit hat, weil wollen, Tüten machen, tun will er auf jeden Fall. Gut, damit sind wir auch schon wieder durch mit unserer heutigen Sendung. Ihr könnt natürlich wie immer den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, fast verschluckt, ein Like da lassen, kommentieren, abonnieren, Glocke, denkt dran, das zu kontrollieren. Ich weiß, das ist für einige, die täglich schauen, danke dafür. Natürlich langweilig, wenn ich das immer wieder sage, aber hey, so ist es am Ende des Tages. Ist es natürlich wichtig, dass ihr Kanal abonniert und unterstützt. Das war das Wort, unterstützt. Ich weiß gar nicht, warum ich da Sprachstörung hatte. Ich muss mich jetzt abmelden. Ich werde jetzt weiter hier arbeiten, machen, tun und bereite Los Angeles vor. Also, ich danke euch. Bis morgen in Alter und in Frische und da bei Sorgen, Ängsten und Nöten. Also, bis dann. Ciao. Und jetzt bin ich raus.